Hast du Lust auf ein paar richtig leckere Topfenknödel? Na klar hast du Lust, deswegen schaust du dir das Video an. Das Rezept für die Topfenknödel findest du unten in der Videobeschreibung und wie das genau funktioniert, das erkläre ich dir jetzt. Zuerst kommt die Butter in die Schüssel, dann der Zucker und der Vanillezucker. Und das Ganze verrühre ich jetzt, und zwar so lange, bis sich der Zucker einigermaßen aufgelöst hat und eine etwas schaumige Masse entsteht. Kann einen Moment dauern. Die Butter habe ich vorher ein bisschen auf die Heizung gestellt, dass sie nicht ganz so kalt ist. Und das Ganze jetzt eben ein bisschen verrühren. Wenn du das Ganze verrührt hast, dann kommt ein Ei dazu. Und das nochmal mischen. Und wenn die Butter und der Zucker dann zusammen vermischt ist, dann kommt der Topfen dazu. Und wenn du Glück hast und bei dir im Laden Topfen bekommst, ich hatte heute Glück, weil normalerweise gibt es nur Quark. Der Unterschied ist, Topfen ist ein bisschen trockener und Quark ist ein bisschen feuchter. Das heißt, wenn du Quark nimmst, dann brauchst du ein bisschen mehr von dem Paniermehl. Wenn du Topfen bekommst, dann eben ein bisschen weniger. So, der kommt jetzt hier rein. Und dazu kommt dann noch ein bisschen Zitronenabrieb. Ja. Es gibt einfach ein schönes, frisches Aroma. Und das Ganze jetzt nochmal kräftig vermischen. Der Begriff Topfen kommt übrigens aus dem österreichischen bzw. süddeutschen Raum. Und wie schon gesagt, der steht eben für Quark und ist halt nur ein bisschen trockener. Und zu der Masse kommt jetzt noch erstmal die Hälfte von dem Paniermehl bzw. von den Semmelbröseln. Mal durchmischen, mal ein bisschen noch. Je nachdem, wenn du jetzt eben Quark hast, dann brauchst du ein bisschen mehr von dem Paniermehl, dass da eben schöne Knödelchen nachher entstehen. Bei dem Topfen dann eben ein bisschen weniger. So, der Teig ist jetzt noch relativ cremig, aber das ist auch gut so. Den stelle ich jetzt noch mal kalt, dass das Paniermehl eben die Chance hat, die überschüssige Feuchtigkeit aufzusaugen, und dann entsteht auch ein richtig schöner Teig, aus dem wir dann gleich die Knödel formen können. Hier habe ich schon mal einen Topf mit Wasser aufgestellt. Da drin werde ich die Knödel gleich abkochen. Da kommt noch ein bisschen Salz rein. Deswegen habe ich auch kein Salz an den Knödelteig, denn ich mache hier ein bisschen Salz rein. So, das ist ungefähr ein Teelöffel auf 1 Liter Wasser, also nicht wirklich gesalzen, sondern nur so eine ganz leichte Note. Den Teig hatte ich jetzt eben 10 Minuten im Kühlschrank und wie du sehen kannst, der ist schon sehr stabil. Das ist auch gut so, denn sonst könnten wir da gleich keine Knödel daraus formen. Damit ich auch schöne gleichmäßige Knödel hinbekomme, habe ich so einen Eisportionierer. Ja. Damit mache ich meine Knödel jetzt hier auf den Teller. So, und dann werden die auch alle ungefähr gleich groß. Wenn du keinen Eisportionierer hast, ist das auch nicht schlimm. Du kannst die auch so formen. So sieht es halt schöner aus, wenn die nachher alle die gleiche Größe haben. So. Du könntest es auch mit dem Löffel abstechen, weil im Moment portioniere ich sie nur. Das geht eben auch mit dem Löffel. Die Topfenknödel kann man auch sehr gut füllen. Dafür habe ich mir jetzt extra schon mal Marmelade portioniert und eingefroren. Die habe ich hier. So, die ist jetzt irgendwie Gelee-artig. Die kommt jetzt da in die Mitte rein. Ja, einmal zumachen. Ja, und dann kann ich da Knödel abdrehen. Wenn du lieber Nougat magst, das kann man auch sehr, sehr gut reinfüllen. Oder Kuvertüre-Würfelchen, das geht auch. Wobei, die gibt es auch als, wie nennt man die, Chips. Und die kann man da auch sehr, sehr gut reinfüllen. So, da habe ich den ersten Knödel auch schon fertig. Wenn der dir an der Hand kleben bleibt, dann lass ihn am besten noch ein bisschen im Kühlschrank, dass er noch ein bisschen fester wird. Oder mach noch ein klein wenig von den Semmelbröseln mit rein. So, mal verschließen, dass der dann eben nicht mehr an der Hand kleben bleibt. So. Auch darauf achten, dass die Knödel ringsherum schön zu sind. Nicht, dass die dir nachher im Topf auseinanderfallen. Das wäre natürlich nicht so gut. Kannst du übrigens auch sehr gut Aprikosenmarmelade auch so einfrieren, portionsweise, und dann kannst du die da reinfüllen. Das schmeckt auch sehr, sehr lecker.
Das Schöne ist, wenn die eben eingefroren ist, dann lässt sie sich leichter da reinfüllen und dann gibt das nicht ganz so eine Matscherei. Deswegen habe ich die eben vorher portioniert und eingefroren. Lässt sich leichter verarbeiten. Und du musst auch darauf achten, dass da möglichst wenig Luft nachher drin ist, sonst kann es eben auch passieren, dass die aufplatzen. Damit ist mein letzter Knödel abgedreht und mein Wasser fängt auch gleich an zu kochen, aber erst muss ich mir die Hände waschen. Und jetzt wandern die Knödel ins Wasser. So, alle rein damit. Und sobald die Knödel drin sind, die Hitze direkt runterdrehen, dass sie nur noch ganz leicht sieden. Also sieden heißt nicht mehr kochen, sondern nur noch ziehen lassen. Meine Knödel haben jetzt ein Gewicht von 50 Gramm. Die dauern so ungefähr 10 Minuten, aber wir gucken es uns gleich mal an. Sobald das Wasser dann aufgehört hat zu kochen und die Temperatur eben runter ist, den Deckel erstmal leicht anlehnen. Wie gesagt, dass die nicht mehr kochen, sondern nur noch ziehen. Meine Topfenknödel, die sind gleich fertig. Die schwimmen auch schon oben, die brauchen aber noch einen Moment. In der Zwischenzeit stelle ich mir hier schon mal eine Pfanne auf, denn dann mache ich gleich Bröselbutter drin. Für die Bröselbutter brauche ich Butter. Ich habe jetzt hier nur ein paar gehackte Haselnüsse. Ihr könnt aber auch sehr gut Mandeln dafür nehmen, gemahlene oder gehackte Mandeln. Das passt auch sehr, sehr gut. So, und die röste ich da drin ein ganz klein wenig an. Und falls dir Mohn besser schmeckt, kannst du auch damit reinmachen. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und sobald die Nüsse ein ganz klein wenig angeröstet sind, kommt eben die Semmelbrösel mit dazu. Ja. Und da kommen jetzt die Knödel rein. Und da die ja noch ein bisschen Feuchtigkeit an sich haben, ist das ganz gut, denn das kann das Ganze dann gleich aufsaugen. Und so bleibt das dann noch besser an den Knödeln haften. So, hier sind jetzt die Topfenknödel. Und? Wunderschön, oder? Also, die Topfenknödel kommen jetzt hier mit in die Pfanne rein. Ja. Und jetzt einfach locker drin schwenken, dass die alle schön was davon abkriegen, von dem Paniermehl, von den Bröseln. Und dann sind die Topfenknödel auch schon fertig. Ich muss sagen, sie sehen hervorragend aus. So. Und wie gefallen sie dir? Also ich finde, die sind sehr schön. Da kommt jetzt noch etwas Vanillesoße dazu. Ich packe dir hier oben noch ein Rezept für Vanillesoße. Dann kannst du das auch selber machen, wenn du möchtest. Und jetzt willst du natürlich noch wissen, wie die von innen ausschauen. Also mache ich mal einen auf. So, wow. Also richtig schön locker fluffig. Die Marmelade innen drin, die ist jetzt noch leicht verlaufen. Herrlich. Wenn du da so einen Kompott reinmachst, dann verläuft das nicht so stark. Aber ich finde, das sieht super aus. Oh, lecker. Und damit sind meine Topfenknödel fertig. Falls du die auch mal ausprobieren möchtest, dann schreib mir gerne unten in die Kommentare, wie sie dir geschmeckt haben. Ich würde mich echt freuen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich danke dir herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Kochen.